Noch 4 Spiele, dann ist die Saison vorbei. Dann wissen wir, ob wir es nach Europa geschafft haben oder nicht. Also so kurz vor Schluss will ich dann jetzt also auch das Ziel greifbar machen und dann auch endlich finalisieren. Wir haben nämlich 6 Punkte Vorsprung vor Frankfurt. Wenn wir nämlich heute gewinnen sollten und Frankfurt verliert, dann sieht das schon wirklich sehr, sehr gut aus. Dann müsste es schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass wir nicht mehr Sechster werden. Also das ist unser Platz. Den möchte ich auch mindestens behalten. Vielleicht geht ja nach oben sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem. Achtung, Schalke kommt. Die brauchen auch noch jeden Punkt. Die stehen unten im Abstiegskampf drinne. Also verspricht das doch hier eine heiße Partie zu werden. Und am Ende schauen wir mal, wer seine Ziele erreicht. Wir oder Schalke oder sogar beide ihre Ziele, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Schalke mehr gefordert, wenn sie hier die Klasse halten wollen. Wir vorne ohne Glatze, sondern mit Ragnar Ache jetzt die letzten Spiele, weil Glatze sich da leider verletzt hat. Oh, und Schalke kommt über Tempelmann, aber Bradley ist da. Der macht die letzten Spiele eigentlich eine richtig gute Performance. Hat sogar getroffen beim Heimspiel gegen Mainz. Auch überraschenderweise. Ja, die Schalker, die machen uns das hier nicht ganz so leicht, das ist natürlich klar. Aber wir haben die besseren Spieler, wir haben, glaube ich, die bessere Taktik. Wir sind hier der Favorit, das waren wir nicht oft in dieser Saison, aber wir haben die Saison überraschenderweise echt gut hinbekommen. Nachdem ich am Anfang gedacht habe, okay, es geht wirklich nur darum, die Klasse zu halten, stehen wir jetzt kurz davor, ins internationale Geschäft einzuziehen. Und wenn man den Weg dann weiterführen möchte, einer hatte, glaube ich, geschrieben, ich soll doch bitte noch weitermachen. Aber da habe ich... Oh, gibt es Elfmeter? Es gibt Elfmeter! Warte mal, das muss ich kurz hinten anstellen. Es gibt Elfmeter für uns. Dass ich das nochmal erleben darf, das ist ja krass. Foul von Henning Matriciani. Wo war jetzt da das Foul? Schauen wir uns auch nochmal kurz in der Wiederholung an. Ich gucke mir ja gerne immer so Szenen mit euch mal an, dass ihr wisst, was ich bei jedem Spiel durchmachen muss. Also wo war denn da das Foul? Jetzt mal wirklich. Also hier Olaru, der geht zum Seitfallzieher hoch. Ist ja alles schön und gut. Und dann... Wo ist jetzt das Foul von Henning Matriciani? Also ich meine, Olaru schreit zwar, aber ich meine, da war ja nichts. Der klemmt sich zwar hier den Fuß dann ein an ihm, aber er kann ja nichts dafür, dass Matriciani da steht. Da habe ich schon mal ein schönes Bild fürs Thumbnail. Sehr schön. Also tut mir leid, das war für mich kein Elfmeter. Egal, wir nutzen das hoffentlich. Wir nehmen das Geschenk des Schiris hoffentlich dankend an von der Schiedsrichterin. Wäre sehr, sehr wichtig und Forbes macht es. 1:0. Ein bisschen glücklich, wie gesagt, gebe ich offen und ehrlich zu. Da musste nicht Elfmeter geben, aber Spider-Man und Co. nutzen das Ganze aus. Schön verladen und jetzt macht er ihn endlich mal. Hat, glaube ich, den letzten Elfer verschossen. Forst in seinem 5. Tor. Der hat auch ein bisschen wenig Tore gemacht, aber der würde, glaube ich, auch, wenn wir jetzt die nächsten Saisons noch weiterspielen, der würde auch noch, glaube ich, richtig gut werden. Genau, apropos nächste Saisons. Ich warte jetzt gerade nochmal die Chance hier ab. Das könnte nämlich das 2:0 werden. Nusa und Ache. Und Olaru. Oh, schöner Ball mit der Hacke. Da wir gleich nochmal probieren. Olaru. Und jetzt schön reingezirkelt. Schade. Das muss noch ganz kurz warten. Wir nehmen jetzt hier den nächsten Eckball einmal mit. Über Serda und wieder über Forbes. Abgeblockt zunächst. Nochmal die Chance Serda gegen Ovejan. Macht er ganz easy. Ja, und dann haben wir doch jetzt das Heft des Handelns hier in der Hand. Also die Anfangsphase, da war Schalke noch ein bisschen druckvoller, haben Druck gemacht. Jetzt sind wir hier diejenigen, die das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Oh, ach, schade, der Ball auf Nusa wäre es gewesen. So, vielleicht komme ich jetzt dazu. Also, ein User hatte geschrieben, dass ich doch mit der Hertha-Karriere doch noch weitermache, so 1, 2 Saisons. Ich habe ihm aber auch das geschrieben, was ich euch jetzt nochmal sage. Es kommt natürlich auch immer darauf an, ob ich da noch Lust zu habe und Spaß. Und ich habe jetzt gerade noch 2 Karrieren gleichzeitig am Laufen und irgendwann, ja, ist die Luft auch ein bisschen raus. Es kommt ja bald EA FC 25 raus, da werden wir dann wieder eine neue Karriere starten. Und ich habe jetzt so wirklich nicht mehr die Motivation, nochmal eine neue Karriere zu starten oder noch eine Saison zu spielen. Da habe ich einfach nicht so die Lust zu und die Motivation. Und wenn ja, ich da schon nicht so viel Lust zu habe, dann macht es ja auch wenig Sinn, wenn ich dann so lustlose Videos hochlade, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Also diese Saisons bringe ich jetzt noch vernünftig zu Ende mit der Hertha und auch mit der Eintracht. Da haben wir natürlich auch noch einiges vor.
Und dann bin ich mal gespannt, was wir noch bis EA FC 25 machen. Vielleicht ein paar Sprint to Glories, vielleicht irgendwie habe ich gedacht so ein paar Challenges, wo man vielleicht am Rad dreht, so Spin the Wheel. Wo man dann verschiedene Mannschaften drauf hat, wo man vielleicht eine Saison macht, wo dann das Rad entscheidet, ne, aus welchem Land und welcher Liga und hast du nicht gesehen, welcher Verein oder was völlig Verrücktes. Vielleicht fällt euch ja auch noch was dazu ein, könnt ihr ja mal gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Aber eine weitere Saison mit der Hertha und auch mit der Eintracht wird es auf jeden Fall nicht geben. Wie gesagt, da lasse ich mir gerne nochmal was anderes einfallen, vielleicht. Das lasse ich mir erstmal einfallen, wie ich hier das zweite mache. Ragnar Ache mit der Chance und Müller. Auch wieder leicht vergeben. Leichtfertig vergeben hier die Chance. Genau, also ich hoffe, ihr versteht meine Sichtweise. Ich glaube aber, dass ihr da, ja, glaube ich, vielleicht mir oder zusammen mit mir einer Meinung seid, vielleicht auch nicht, was auch völlig okay ist, aber ich habe im Endeffekt zu entscheiden. Und wenn ich hier nicht großartig Spaß habe an der Karriere, dann wären die Videos auch dementsprechend und dann würde das für beide Seiten einfach gar keinen Sinn machen. Ich verstehe aber durchaus, genau, die Sehnsucht nach noch einer Saison, auch mit der Hertha, weil es ja gerade so gut läuft. Ich kann das durchaus völlig nachvollziehen, aber ich muss im Endeffekt auch entscheiden. Und ich habe mich halt dazu entschieden, dass ich auf jeden Fall nach der Saison Schluss mache mit der Hertha und dafür vielleicht, wie gesagt, ein paar andere spannende Videos noch mache. Vielleicht mal ein, zwei, ja, Talente-Videos schon im Voraus auf EA FC 25. Vielleicht Spieler, die ihr auf jeden Fall im Blick haben müsst für EA FC 25 oder irgendwie sowas. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Ihr könnt ja vielleicht auch noch mal ein paar Vorschläge unten reinschreiben. Ja, aber ich denke mal, so eine komplette Saison, das wird es auf jeden Fall nicht mehr geben, egal mit welcher Mannschaft. Nächste Chance, Forbes. Barco, wir machen das sehr gut. Wir müssen jetzt mal aufs zweite gehen. Oh, Schalke lässt uns da ganz schön viel Freiraum. Bradley. Ja, schade. Ich dachte, ich hätte da noch eine Ecke rausholen können. Aber gut, wir führen nur 1-0, aber verdient 1-0 nach einem geschenkten Elfmeter. Da bleibe ich nach wie vor dabei. Den darfst du niemals geben, weil da war überhaupt gar kein Foul. Also Oladu geht zwar hoch zum Seitfallzieher, aber im Endeffekt fällt er dann von allein. Und der fällt nicht, weil Matriciani sich mit seinem Astralkörper da reinstellt. Das auf keinen Fall. Aber gut, sowas muss man halt auch mal annehmen. Sowas gehört auch zu einer Saison mit dazu, dass du halt auch jetzt gerade in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Spielen dann auch das Spielglück hast. Und vielleicht war das ja dann der entscheidende Elfmeter, der uns Richtung Europa schießt, je nachdem wie die Eintracht spielt. Haben wir ja die Möglichkeit, uns nach dem Spiel heute schon zu qualifizieren. Und das will ich auf jeden Fall nutzen. Serda, sehr, sehr schön. Das ist auch mal der Erste, der hier ins Pressing reingeht. Ache, super freigespielt. Und jetzt ist es da. Das 2:0 von Ragnar Ache. So frei kommt er selten vors Tor. Und ich glaube, das nehme ich auch mit so in meine nächsten Karrieren in EA FC 25, wenn das überhaupt dann noch klappt. Das Spiel soll ja auch wieder ein bisschen verändert werden. Frostbite Engine soll eigentlich gleich bleiben. So ein paar Kleinigkeiten, da soll wieder dran geschraubt werden. Aber wenn das alles so bleibt, so von den Reglern her und die individuellen Taktiken und so weiter, dann würde ich das auf jeden Fall wieder machen mit einem 4-3-3. Mit Pressing vorne, das funktioniert echt super. Und gerade hier mit der Hertha, Serda vor allem, der presst immer vorne, gewinnt dann den Ball. Ja, auch nicht immer ganz fair, aber wenn er ihn dann gewinnt, dann haben wir vorne echt Freiraum und auch viele Männer vorne. Also 2, 3 auf jeden Fall. Und dann lassen sich da auch gute Chancen rausspielen. Achtung, Schalke kommt! Über Tempelmann. Und Obich ist da. Also Schalke ist noch nicht hier geschlagen, aber die müssen jetzt natürlich riskieren bis zum geht nicht mehr. Sonst war's das. Achtung, Kopfball kommt. Durch Kenan Karaman. Die spielen mit einer Fünferkette, sehe ich gerade. Also 5-3-2, gewohntes System von Schalke, aber ob es was bringt. Oh, nächstes Spiel ist in Leverkusen. Auch interessant, ja. Haben wir ja in der Hinrunde verloren. Ich glaube, es war unser allererstes Spiel. Und dann ging es ja erst so recht bergauf. Achtung, nächste Chance. Dann wurde es ja besser. Dann haben wir die Bayern zu Hause geschlagen, dann haben wir Leipzig zu Hause geschlagen. Wir haben gegen Dortmund unentschieden gespielt. Also wir konnten schon am Anfang der Saison mithalten. Da liegt immer noch ein Schalker im Strafraum. Okay, jetzt ist er wieder raus.
Aber auch hier wieder der Ballgewinn von Busio. Es ist kein Foul. Und ihr seht, wir sind sofort mit 3-4 Mann vorne. Nusa hat also Optionen. Er macht es aber alleine mit Voice Crack. Mein Gott, wo kommt der denn her? Aus dem Inneren meines Körpers. Der Voice Crack des Todes. Aber das Tor nehme ich trotzdem mit. Und wenn Busio da nicht so blind einfach ins Abseits reingelaufen wäre, dann hätte ich ihn vielleicht auch... Ja, okay, hätte ich nicht angespielt. Das hätte ich trotzdem alleine gemacht. Nusa ist genauso jemand wie Forbes. Der kann auch noch mehr Tore schießen. Der hat ja auch ein hohes Potenzial. Da muss ich natürlich drauf gucken. Ne? Hier mit der Hertha. Wir hatten nicht so viel Geld zur Verfügung, dass ich solche Spieler hole. Und nächstes Mal würde ich die vielleicht doch von Anfang an holen, auch in der Zweitligasaison. Aber da hatte ich natürlich nicht so viel Geld zur Verfügung. Ne? Das ist natürlich auch ganz klar. Nächste Chance, Ragnar Ache. Oben läuft Bradley mit. Jetzt geht es so dahin für die Schalker. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie sich nicht komplett abschießen lassen. Aber wir brauchen auch noch ein paar Tore fürs Torverhältnis. Da hat die Eintracht genauso ein gutes Torverhältnis wie wir. Von daher, jedes geschossene Tor für uns ist wichtig. So, ich kann jetzt gleich nochmal wechseln. 65. Minute, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Wir bringen mal Kokato, hat auch schon nur 73. Lassen wir rein. Das wäre natürlich der Vollbruch, wenn der gegen seinen Ex-Verein trifft. Dann bringen wir hier Rese rein und Jinma und Guzman. Und dann würde ich auf 4-2, nein, falsche Formation, 4-2-3-1 umstellen. Guzman dann als Zehner. Dann machen wir es nochmal ein bisschen kompakter im Mittelfeld. Und schauen mal, ob sich vielleicht noch 1-2 Tore mehr schießen lassen. Die Schalker dann gegen den VfB Stuttgart. Müssen sie da wieder einen neuen Versuch starten, Sieg zu holen. Achtung, schöne Aktion. Aber das ist wenig Zwingendes und für Jonas Obich im Tor dann natürlich nicht so schwer zu halten. Wieder geklärt von Zerda und Barco. Hat jetzt mal ein bisschen Platz vorne oder auf der Außenbahn. Jinma im richtigen Moment. Ja, das ist ein klasse Ball. Bisschen zu zentral, aber wenn Müller nicht rauskommt, dann macht Jinma das natürlich alleine. Und bedankt sich. 4-0. Die ersten Ballkontakte von Jinma und das ist natürlich... Ja, haarsträubend. Daran sieht man halt, warum Schalke unten steht. Das kannst du so nicht verteidigen. Das ist Wahnsinn. Schöner Ball aber von Barco. Ich dachte, der wäre zu weit vors Tor schon. Aber Müller hatte wohl nicht die Lust rauszugehen. Und Jinma macht das dann. Auch der wird noch besser werden. Auch der hat hohes Potenzial. Also vielleicht werde ich auch diese Saison vorsimulieren. Und dann mal gucken bis zum Schluss, wenn es nicht mehr weitergeht, was aus diesem Verein geworden ist. Genauso mit der Eintracht-Mannschaft. Da steckt natürlich auch sehr, sehr viel Potenzial drin. Das würde ich vielleicht dann auch als Videoidee vorschlagen. Oder wie gesagt, Sprint to Glories, Simulate to Glories, Road to Glories, je nachdem, wie ihr das nennt. Wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden. Und dann werde ich auch, glaube ich, bald schon das Voting starten für den EAFC 25 Karrieremodus. Da wird es hoffentlich auch irgendwann mal ein paar Neuerungen oder Veränderungen geben. Man kann so viel machen aus dem Karrieremodus. Das erzähle ich auch gefühlt in jedem Spiel. Da geht so viel Potenzial einfach verloren. Du kannst eine U23, U21, eine U19 Bundesliga kannst du hier mit einbauen. Oder eine U19 Mannschaft. Dass die halt irgendwelche Spiele, und wenn es auch nur simuliert, ja, in so einer Liga, du kannst mehr Sponsoren dazu holen. Du kannst vielleicht dein eigenes Stadion aufbauen und das dann mit Sponsoren, ja, kannst dir Geld dazu verdienen, kannst dann weiter das Stadion ausbauen, so wie im Manager. Muss ja nicht 1:1 so sein, aber ihr wisst, was ich meine. Oder ich hoffe zumindest, dass ihr wisst, was ich meine. Einfach ein bisschen attraktiver machen. Ich meine, wenn du hier 2-3 Saisons gespielt hast, hast du halt auch wieder alle Interviews und alle Komparsen gehört und ja, alle Sprüche und so weiter. Das ist dann irgendwann nach dem zweiten oder dritten Mal total ausgelutscht. Achtung, Schalke nochmal. Also das Spiel ist gelaufen, deswegen habe ich jetzt Zeit, das ein bisschen zu erzählen. Jetzt bringen sie Uedraogo und Brunner. Den hätte ich schon mal von Anfang an gebracht, Uedraogo. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Hoffe ich zumindest. Das wisst ihr ja auch, wenn ihr das Spiel spielt. Also ich spiele persönlich auch gar keine Weekend League mehr, weil für mich ist das irgendwie bis zum Team of the Year, das ist für mich so das Highlight. Oder sagen wir mal noch das Team of the Season in den diversen Ligen und danach ist eigentlich die Luft raus. Danach brauchst du eigentlich gar keine Weekend League mehr spielen. Ja, außer du bist so ein
völliger Weekend League-Fanatiker und spielst für dein Leben gern FIFA Ultimate Team, was auch völlig okay ist, aber für mich ist das persönlich nichts. Wir machen stattdessen noch ein 5. Tor hier. Und wieder ist es ein Jinma. Ich glaube, der hat mit unter 10 Ballkontakten 2 Tore gemacht. Das schafft auch nicht jeder. Ja, aber auch da, wie gesagt, die Luft ist raus, auch bei Schalke. Ich weiß nicht, ob die das noch irgendwie hinkriegen in den letzten 3 Spielen. Müssen wir mal auf die Tabelle gucken. Die waren, glaube ich, letzter. Und die müssen sich jetzt quasi an jeden Strohhalm dran zwängen oder dran klammern, dass die hier noch irgendwie doch noch den Klassenerhalt schaffen. Oh, war jetzt für Zittenhaus doch nochmal eine richtig schöne Abreibung. Schade. Der versucht da an die Latte von Guzman. So, mal gucken. Bradley ergibt sich noch irgendwo eine Chance. Lassen wir, wenn er mal reinläuft. Na, nee. Toll, jetzt sind wir einmal auf die andere Seite mit Bradley. Jetzt müssen wir auch irgendwas draus machen, sonst hat sich der Ausflug nicht gelohnt. Rese, das geht natürlich alles zu schnell für Schalke, ganz klar. Da Guzman. Vielleicht jetzt nochmal die Chance. Und das ist doch ein guter Schlusspunkt. 6-0. Am Ende wird es dann doch eine richtige Abreibung. Aber guck mal, es ist auch gar keine Gegenwehr mehr da. Hier Guzman, ganz easy peasy. Ins lange Eck. Da kann einem Müller so ein bisschen leid tun. Der kann am wenigsten dafür. Der ist immer die ärmste Sau da hinten. Aber gut, Schalke steht nicht umsonst unten. Und wir machen einen richtig guten Schritt. Vielleicht reicht es ja sogar schon. Wenn die Eintracht jetzt verloren hat, dann haben wir es auch, glaube ich, aufgrund der Tordifferenz. Ich bin sehr, sehr gespannt. 6-0. Sehr souveräner Sieg, besonders dann natürlich in der zweiten Halbzeit. Ja, Bremen gewinnt das Nordduell gegen Hannover. Die starten auch noch unten drin, genauso wie Hannover. Die müssen also auch noch schauen, dass sie jeden Punkt holen. Wir spulen jetzt vor und dann gucken wir auf die aktuelle Tabelle. Was haben wir hier? Celta Vigo möchte Hato holen. Ich lehne jetzt erstmal ab. Gut, ich kann keine Angebote blocken, weil er will weg. Das ist auch klar, der muss den nächsten Schritt machen. Quasi Groch, wo kommt der denn her? Hast du immer nur das Geld im Kopf? Weißt du, die ganze Saison über lang hat er nichts gesagt und jetzt auf einmal am Ende der Saison. Das zum Beispiel auch, ich müsste auch dazu eigentlich ein Video machen. Mal ein paar Sachen, die mich einfach nerven im Karrieremodus, was auch total offensichtlich ist. Wie zum Beispiel, dass sich Spieler melden, die eigentlich gar keine Chance haben zu spielen und dann hier irgendwie versuchen, schlechte Stimmung zu verbreiten. So, Glatzel ist schon wieder fit. Wir haben ein monatliches Scouting-Update nochmal, da gehen wir nochmal rein. Ob da irgendeiner dabei wäre. Miguel Ruiz. Ja, das ist aber auch schon zu alt in dem Sinne. Also wenn es jetzt ein 15-Jähriger gewesen wäre mit 700 oder 500.000 Wert, hätte ich gesagt, okay. Arbeite weiter an deinem Spiel, ja. Brady, du bist von Anfang an eigentlich Stammspieler, da gibt es nichts zu meckern. Und wir sind sogar Fünfter. Wir sind auf dem 5. Platz mit sogar noch einem Spiel weniger gegenüber Leipzig und Frankfurt, die schon dann ihre drittletzten Spiele gewonnen haben. Frankfurt 2-0 gegen Bochum. Leipzig hat 1-1 gegen Wolfsburg gespielt. Letzten Spieltag hat Leipzig auch nur unentschieden gespielt. Frankfurt hat in Wolfsburg gewonnen. Also es wird noch sehr, sehr eng. Aber wir können jetzt zumindest Platz 5 schon mal klar machen. Das wäre geil, ey. Überleg mal, wenn wir noch 9 Punkte holen, haben wir 63. Dann können wir sogar noch Vizemeister werden im schlimmsten Fall. Wir spielen ja jetzt gegen Leverkusen. Wir können den Dortmundern also zur Meisterschaft helfen, wenn sie es nicht wieder irgendwie selber verspielen. Ganz, ganz kuriose Konstellation. Da habe ich mit Platz 6 gerechnet. Jetzt sind wir sogar 5. Das wäre sogar die Europa League. Sehr, sehr geil. Unten, wie sieht's da aus? Oh, Schalke, da gehen, glaube ich, die Lichter aus. Dann haben wir Augsburg, Bochum, Hannover, Union, Bremen, die sich da alle noch um den Klassenerhalt streiten. Am Ende wird es wahrscheinlich, ja, würde ich schätzen, Augsburg, wenn die jetzt ihr Spiel gewinnen, vielleicht Bochum werden mit Schalke und Relegation Hannover. Bremen, glaube ich, die haben jetzt 4 Punkte Vorsprung. Die müssen halt auch nochmal irgendwo einen Sieg holen oder einen Punkt, dann war es das. Also, wir haben noch sehr, sehr viel Spannung, sowohl oben als auch in der Mitte. Ihr seht das ja hier, 4., 5., 6., 7. Da kann auch alles Mögliche passieren. Wir können sogar im besten Fall auch noch in die Champions League kommen. Es sind noch 6 Punkte zu vergeben. Und wenn die Gladbacher auch nochmal straucheln, dann sind wir da. Also, macht's gut, bis zum nächsten Part und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.